Va a tardar más, ¿no? No, ¿No carga o tarda más? no, no carga, no No carga. carga, claro. Mm. So, ja, guten Morgen, everybody. Wir sind immer noch in El Chaltén und heute verlassen wir die Stadt. Ja, Sturm ist vorbei, rechtzeitig. So, aber erst gehen wir ein bisschen frühstücken. So. So, genau. So, the card. Okay, thank you, sir. Muchas gracias por todo. Okay. Have a nice week. Ja, sí. So. Ja, komisch. Jetzt ist das Wetter schön. Wenn ich die Stadt wieder verlassen will. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Machen das mal fertig. So, alles ist fertig, alles ist gepackt, es ist windstill. Ja, aber spazieren gehen tue ich heute nicht. Ich werde fahren. Das nächste Ziel ist eigentlich Cochrane in Chile, aber das ist, ich glaube, 500, 600, 700 Kilometer entfernt, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist nicht in einer Tour zu schaffen. Deswegen werden wir ein paar Etappen einführen. So, Snowball ist fertig, auf 100% geladen, hat sehr gut geklappt. Ein paar Downsides in den Nächten, deswegen bin ich eine Nacht länger geblieben. Aber jetzt ist er voll. Das Hotel war sehr angenehm, sehr schön, sehr nett, freundlich, alles hilfsbereit. Frühstück war dabei. Ja, jetzt habe ich nicht sehr viel von El Chaltén gesehen, aber ich bin auch nicht der große Wanderer. Ich wollte hier hin und es war einer der Steps auf dieser Reise Richtung Norden. Erledigt, abgehakt und jetzt fahren wir weiter. So, der nächste Ort, den wir jetzt anfahren, so, ich bin jetzt bereit, der nächste Ort, den wir jetzt anfahren werden, ist Gobernador Gregores. So, das sind ungefähr 300 Kilometer. Ja, jetzt haben wir natürlich keinen Wind. Ich habe die Windvorhersage abgerufen, da hätten wir Rückenwind gehabt. So haben wir mit Sicherheit auch Rückenwind, aber nicht so stark wie der gestern war. Ja, das war also höllisch. Also das war selbst für die Einheimischen war das schon ein bisschen sehr viel. Ja, okay, dann lass uns starten. Wir legen los. Ciao, El Chaltén. Also ab hier beginnt es eigentlich sehr spannend zu werden. Die eigentlichen Ziele liegen zu weit auseinander. Man muss immer Zwischensteps machen. Die Strecken sind sehr lang. Dörfer liegen dazwischen. Da weiß man nicht, bekomme ich jetzt da Strom oder bekomme ich keinen Strom. Es gibt Hostels, es gibt irgendwo auch Campingplatz. Aber alles nicht so einfach. Also Cochrane ist jetzt das nächste Ziel, oder zumindest in der Nähe von Cochrane, in Chile. Da brauchen wir aber 2 Zwischenetappen für. So, also werden wir dort erst in 5 Tagen sein oder 4 Tagen. Dann sind wir aber mitten in den Anden und dort ist die ganze Zeit über schlechtes Wetter. So hat zumindest der Wetterbericht beschrieben. Das ist klar, wir haben Westwinde, die regnen sich in den Anden ab. Es ist Herbst, das kennen wir bei uns. Der Herbst ist nicht gerade der schönste. Also manchmal ist es schön, aber er kann auch usselig werden. Das heißt also Oktober, November, so wie bei uns im November. Der November ist bei uns auch nicht so schön. Und dann bewegen wir uns Stückchen für Stückchen weiter nach Norden. Dann werden die Etappen wahrscheinlich noch kleiner werden, wahrscheinlich nur 150 Kilometer. Weil die Temperaturen sehr niedrig sein werden, die Reichweite ist nicht so weit und ich muss halt irgendetwas zum Laden finden. Glücklicherweise hat Chile
vermehrt Ladestationen. Auch von NL, NLX. Es ist sogar PS2 angegeben, also ein Stecker, den ich benutzen kann, nicht so wie in Argentinien. Ja, das werden spannende 2-3 Wochen werden jetzt. Mal schauen. Aber ich hoffe genauso schön dann. Weil ich glaube, da vorne fängt jetzt ein Stück unbefestigte Straße an, also Schotter. Habe ich jetzt eigentlich nicht mitgerechnet. Wird uns so ein bisschen an Reichweite kosten, aber nichtsdestotrotz, wir haben Sattel genug. Auch wenn der Rest jetzt Schotter sein sollte. Ja, also die haben jetzt dienstags geschlossen und heute ist ausgerechnet Dienstag. Das ist natürlich nicht so toll. Google Maps hat mich jetzt in der Einbahnstraße reingeführt. Das ist natürlich toll. Naja. Ja, also ich habe hier tatsächlich eine Ladestation gefunden. Ganz toll. Und jetzt verstehe ich auch ein bisschen, es gibt Adapter für diese Stecker. Ja, nach einiger Recherche wird man natürlich immer wieder etwas schlauer. Habe das jetzt in dem Video geändert, was ich gerade hochgeladen wird, was am Sonntag rauskommt. Wo ich mich gewundert hatte, was das für ein Anschluss ist. Es ist ein Typ 1 Anschluss. Der scheint hier in Amerika sehr üblich zu sein. Wusste ich nicht, der sah mir so klein und unscheinbar aus. Allerdings habe ich einen Adapter. Ich habe einen hier. Moment, dann kann ich das zeigen. Ich habe einen Adapter CSS1 auf CSS2. Und ich dachte jetzt, dass der Typ 1 ähnlich wie der Typ 2 genau in diese Buchse reinpasst, wie bei meinem Tesla. Das ist aber nicht der Fall.
Dieser Adapter hat nämlich eine andere Pin-Belegung. Er hat nur die oberen 3 belegt. Und damit kann ich jetzt hier nicht sehr viel anfangen. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, mit wie viel Ampere ich hier lade. Also ich kann nur mit 6 Ampere laden. Das hatte ich mir schon fast gedacht, hatte der Juice Booster auch angezeigt. Die Spannung ist schon ausreichend hier, das ist schon gut. Aber letztendlich bleibt bei der Stromstärke halt nicht sehr viel übrig. Es sind 1,26 Kilowatt pro Stunde. So, dann machen wir es auch ganz einfach heute und übernachten einfach hier in dem Auto. Schau ich mal, ob ich irgendwo ein Restaurant finde, kann ich was essen, aber ansonsten dürfte das kein Problem sein. Ja, da ist es schon, Bacano. Das hatte ich bei Google Maps gesehen und naja, das wäre was. Mal rein. Ja, das hat sich erledigt. Okay, ja. Nee. Wir haben zu. So, hatte ich jetzt mal gefragt in der Bäckerei da nebenan. Also wahrscheinlich, also die haben eigentlich auf und die müssten es um 7 Uhr aufmachen. Im Internet steht zwar drin, dass sie den ganzen Tag geöffnet haben, aber die machen wohl erst um 7 Uhr auf. So, dann gehen wir da gleich noch eine Stunde später mal hin. Guten Morgen, everybody. So, 2 Nächte in diesem Ort. Das Hotel war, ich habe jetzt die letzte Nacht im Hotel geschlafen. Das war jetzt nicht so, ja, es war akzeptabel. Das Frühstück war ehrlich gesagt eine Katastrophe. Ein Toast, Marmelade, Butter, Instant-Kaffee oder Tee. Ja, das war alles. Aber das ist eigentlich typisch für Argentinien. Wir legen hier nicht so viel Wert auf Frühstück. So, wir haben jetzt, ich glaube 9 Uhr. Da hinten steht Snowball, fast voll geladen. Aber die 2 Tage haben nicht ganz gereicht. Ja, ist logisch, bei 6 Ampere ist das nicht sehr viel. Aber heute geht es weiter. Ich denke mal 200 Kilometer. Aber ich glaube, das sage ich euch gleich im Auto, weil es ein bisschen windig wieder hier ist. Himmel ist klar. Ja. Es geht weiter. Immer weiter. Dann stoppen wir mal das Laden. So ist diesmal ein anderer Stecker. Ich denke mal ein amerikanischer. Okay, ja. So Leute, wir sind fertig. Wir können starten. Nur noch das Ziel eingeben. Das ist Baja Caracoles. So, das ist Bajo Caracoles. Route ist 226 Kilometer. Bei normaler Fahrweise 3 Stunden. Wir haben 4 oder 5 Stunden, je nachdem wie der Untergrund ist. Dann starten wir doch mal und machen uns auf den Weg. Okay. Ja, das sind diese notwendigen Zwischenstopps, die man hier hat. Aber es war ganz akzeptabel. Ich konnte laden, das ist die Hauptsache. Jetzt haben wir diesen einen Spot noch. Problem ist, geht es hier wirklich so runter? Das Problem ist, dass es dort nur ein einziges Hotel gibt. Und das Hotel gehört aber auch zu einer das gehört auch zu einer Tankstelle und zu einem Reparaturshop.
hier runter muss ich. Okay. Naja. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Auf jeden Fall müssen wir dort Strom bekommen. Das ist dringend notwendig, weil hier ein bisschen ohne genügend Saft in der Batterie kommen wir da nicht weiter. Wir kommen zwar bis zur Grenze, aber das ist dann auch alles. Weiter kommen wir dann nicht. Die Straße ist schon extrem schlecht. Also hier haben wir Schlaglöcher ohne Ende und teilweise Schotterstraße. Also hier kann man nur noch Slalom fahren und sehr vorsichtig. Das ist ja nicht mal normal hier. Wahnsinn. Oh, solo, tengo un cable, ¿sí? Primero es Después Bien, más o menos, pero- después baja. pero es solo 2 amperes. 2 amperes, claro, es muy poco. Sí. Va a tardar más, ¿no? No, ¿No carga o tarda más? no carga. No carga, claro. Mira.